Hallo und herzlich willkommen bei Enforce-Tech TV, der Online-Plattform für die Enforce-Tech 2026 in Nürnberg. Wir sind am Stand von der Firma HUM. Neben mir steht der Christian, ein alter Bekannter. Hallo Christian. Hallo Matthias, grüße dich. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Herzlich willkommen. Ich habe eine Frage gleich zu Beginn, und zwar die Firma HUM ist zum ersten Mal bei der Enforce-Tech in Nürnberg mit dabei. Korrekt. Wer ist die Firma HUM? HUM gibt es seit 30 Jahren. Die meisten kennen uns aus der zivilen Rettung, Notfallrucksäcke, Taschen für First Responder. Im Homecare-Markt sind wir auch sehr aktiv, sehr bekannt und eben seit letztem Jahr auch im Bereich der taktischen Medizin, Notfallrucksäcke aktiv. Viele Projekte laufen auch schon seit Mitte der 2010er, aber immer projektweise nur. Und jetzt gehen wir eben in die große Breite. In die große Breite, jawohl. Ich habe mich am Stand schon ein bisschen mit umgeguckt. Also es ist eine Fülle von Produkten, die mittlerweile von der Firma HUM auf den Markt gebracht worden sind, die speziell für den taktischen Bereich zugeschnitten sind. Also alles, was auch Medizinprodukte sind. Und für heute hat der Christian uns mal ein paar so Transportmöglichkeiten rausgesucht. Alles, was als Verpackungsmaterial dient, das würden wir uns jetzt mal anschauen. Genau. Was haben wir als erstes vor uns stehen, Christian? Wir haben was darüber. aus dem Bereich der Produktgruppen, wir haben 14 Produktgruppen insgesamt. Hier sprechen wir von unseren Taschenrucksäcken. Das ist die Aerocase Produktgruppe, das ist unser Medic Responder. Wichtig zu wissen, absolutes Leichtgewicht am Markt, hat nur 3,18 Kilogramm und trotzdem 50 Liter Volumen. Das heißt, hohes Volumen, wenig Gewicht, trotzdem absolut robust und Funktionalität. Und den haben wir eben so konzipiert, dass er für Einsatzzwecke taktische Medizin genutzt werden kann. 2 Rucksacksysteme kann ich zusammenführen, kann ich aber auch alleine führen. Dann haben wir eben einige Neuerungen, einige Highlights verbaut. Würde ich dir gerne mal zeigen. Jawohl, also auch die 2-in-1-Lösung, ne? Korrekt, genau. Jawohl. Das heißt, ich kann den Rucksack ganz schnell voneinander trennen, habe an 2 Seiten Rucksack und hier oben eine Clip-Funktion, dass ich den Rucksack sowohl schnell an- als auch abklippen kann und ihn dann alleine nutzen kann. Auch mit einem extra Tragesystem hinten Korrekt. dran, ne? Wichtig aber, schönes, stabiles, festes Tragesystem, breite Gurte, dass auch wenn ich eine Platte trage, ich trotzdem hohes Tragekomfort habe. Trotzdem aber schlank gehalten, dass es beim Rucksack nicht aufträgt. Genau. Vorne haben wir einen Scherenhalter dran, kann den aber auch nutzen, um Tourniquet zu befestigen oder was auch immer, weil ich diese Loops eben von innen befestigen kann und dadurch das Ganze straff machen kann. Mit Nametag sogar mit dran oder Einheiten mit unten genau. diesen Klettfläche. Genau. Vorne habe ich Molle drauf, dass ich auch irgendwelche modularen Produkte drauf machen kann. Habe vorne eine Vordertasche, wo ich beispielsweise wie hier eine Wärmedecke rein verstauen kann. Darf ich dich mal ganz kurz noch ausbremsen? Unbedingt. Wir sehen da vorne drauf schon diese Platte, die da mit dran ist. Ja, Was hat es damit auf sich? Das ist was ganz Markantes, ich habe das schon gemerkt. das ist was vorhin. ganz Markantes, werden wir gleich bei den anderen Produkten noch drauf kommen. Wir arbeiten mit Platten, wir arbeiten mit Omega-Platten. Man sieht hier das Omega-Symbol und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, ganz schnell die Sachen zu lösen, als auch Oder wieder zu festzumachen. fixieren. Genau, richtig. Okay, super. Ja, und das kommt auch in den anderen Produkten, das zieht sich weiter durch. Hier auch schon, wenn ich es öffne, Ja. habe ich Schauen wir eben mal hier rein. eine große Platte. Das ist unsere Omega-Platte. Und die Omega-Platte ist eben so gestaltet, dass ich darauf die Produkte modular fixieren kann, so wie ich sie brauche für meinen Einsatzzweck. Einfach verstauen, nehmen, ist fest. Wenn ich das Produkt nehme, ziehe es zur Seite, die Platte löst sich und ich habe alles sofort im Einsatz. Alles mit Rubberbands gesichert Genau, quasi und ich korrekt. kann es so einstellen, wie ich das brauche. Korrekt, Kann das genau. Omega nutzen, muss aber nicht unbedingt. Genau, ne? ich kann mir das auch irgendwo hier festmachen, wenn ich sage, ich muss es nicht modular haben, ich muss es immer fix verstauen, dann geht das auch, wie beispielsweise hier bei den Handschuhen, da brauche ich keinen Rubberfix, da habe ich einfach mein Da hast du Loop, mit wo drin. ich das mit Klett festmache. Genau, größenverstellbar, Klett einfach genutzt. Ne? Korrekt, genau. Jawohl. Das habe ich eben von 2 Seiten, das heißt, ich kann es von beiden Seiten nutzen, so wie ich es brauche, habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme es raus, schmeiße es dem Kameraden zu und der geht und bearbeitet dann den Patienten damit. Genau, einer kann mit dem Omega Pouch arbeiten. Genau, oder der andere mit dem Hauptrucksack. Omega Plate heißt. Omega Panel. Omega Panel ist das richtige. Und der andere ja. kann aus dem Rucksack weiterarbeiten. Korrekt, genau. Und ich kann auch hier dann die Modultaschen, die ich im Hauptrucksack habe, kann ich auch hier reinmachen. Ich mache die Omega-Platte, die große, in den Hauptrucksack. Das ist halt völlig modular, so wie der Kunde das haben möchte. Gute Idee. Danke. Ist auch einiges an Zeit und Arbeit reingeflossen. Ja, das glaube ich tatsächlich. Genau. Und im Machen wir Hauptrucksack. den dicken mal auf hier, Genau, oder? ja, sehr gut. Genau. Im Auspacken ist Hauptrucksack, immer gut. genau, im Hauptrucksack sehen wir dann auch zum einen auch wieder
die Omega-Platten. Das eine war die Omega-Platte L, das ist die Omega-Platte M. Auch hier wieder gleiche System. Ich habe meine Produkte, nehme sie, eine Nadel zum Beispiel, kann ich festmachen, kann ich aber auch mit der Omega nutzen. Und das gleiche hier unten auch. Und dann haben wir von beiden Seiten immer von beiden bestückbar, Seiten von außen und von innen. komplett flexibel bestückbar. Und dann haben wir eben innen drin Modultaschen mit Netz, wo ich dann eben die verschiedenen Produkte reinmachen kann, nach meinem Schema machen kann. Wichtig, in der Größe auch so, dass ich eine iGel inklusive Verpackung reinkriegen kann, weil die ja auch immer weiter sich verbreitet am Markt, weil das ja auch immer ein Problem ist. Und schön mit durchsichtigen Fenstern, damit man sehen kann, was da drin ist. Durchsichtiges Und Fenster. Großen Zipperpuls ist auch immer wichtig. Große Zipperpuller, dass ich dann auch mit den Handschuhen reingreifen kann. Egal, ob die groß sind, grob sind, verdreckt sind. Ich komme immer rein, kann die schnell aufmachen, komme an die Produkte und kann mir die von innen auch dann dementsprechend marken mit Farben, mit Einlegezetteln, wie auch immer ich das individuell machen möchte. Kommt ja jetzt immer mehr quasi auch am Markt, dass dann die Produkte farbig markiert sind und dann sehe ich direkt von außen, was da drin ist. Korrekt. Und innen auch komplett ausgekleidet mit Klett. Alles das heißt, mit Klett, genau, weil kann ich an den Seiten weil das ist das, was der Markt möchte. Das heißt, ich kann die Modultaschen vorne reinmachen, ich kann die oben reinmachen, die Omega-Platten unten oder liegt die Omega-Platten als Trennsteg mit rein, weil es die Taschen auch optional erhältlich bei uns gibt. Das heißt, ich kann mir das auch erweitern, so wie ich das wirklich brauche und kann mir den Rucksack so bauen, wie ich es möchte. Mit den Standardprodukten. Modularität finde ich immer super, wenn das anpassbar ist. Ne? Korrekt. Und das Anpassbare ist dann eben auch, dass wir sagen können, wir haben an der Seite die Molle und können dann über kleine Gimmicks. Das gibt es auch bei dir, das oder? Das gibt es auch bei uns, genau. Das ist die Tech-Bar. Die kann ich dann eben einfach in die Molle einklicken und befestige dann beispielsweise ein Tourniquet, eine Bandage, einen Schlagstock, was auch immer ich damit befestigen möchte und habe so eine schnelle und modulare Erweiterung meines Rucksacks. Okay, coole Idee. Ganz kurzer Einwurf, weil ich es jetzt gerade gesehen habe. Was haben wir da für ein Tourniquet? Das ist das Tourniquet der Firma Fora, ein türkisches Produkt. Das vertreiben wir und importieren das exklusiv in Deutschland, geben das über den Handel und über unsere direkten Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ab. Ein sehr schönes, kompaktes Produkt, was die Neuerungen oder bewährte Produkte mit Neuerungen zusammenführt. Weil die Frage taucht auf, wenn man da was Neues sieht, dann will man natürlich wissen, was das ist. Vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit irgendwann mal testen. Sehr gerne, können wir separat gerne noch mal intensiv drüber sprechen. Okay. Genau. Ich nehme mal den großen mit weg, dann gucken wir mal nämlich weiter zu den nächsten Produkten. Ja, können wir gerne machen. Ich stelle das zur Seite. So, was haben wir hier noch? Ich würde sagen, machen wir mit dem Produkt weiter. Das ist unser... Ich weiß, das ist eine Hipback. Genau, aber was mir als allererstes daran aufgefallen ist, warum sind da hinten auf der Rückseite so wahnsinnig viele Schlaufen? Auch da sind wir wieder im Bereich der Modularität oder in der Individualität, weil die Kunden verschiedene Anforderungen haben an die Tragweise des Produktes. Wir haben den Schultertragegurt. Das ist der Bauchgurt. Genau, hier haben wir den Bauchgurt. Und dann haben wir aber auch Molle-Elemente, wo ich einfach in die Molle reingehen kann und kann das an meine Träger, an meine Platte oder meine Schutzausrüstung direkt befestigen, wenn ich das nicht brauche. Wenn ich die Trägergurte nicht brauche, kann ich diese ganz einfach entfernen und habe bei dem Bauchgurt die Möglichkeit, das einfach an der Seite rein zu verstauen. Und dann habe ich dann keinen Aufbau mehr und habe es direkt an meiner Schutzausrüstung. Sehr gut. Also auch da die Modularität. Jetzt haben wir 3 verschiedene Trageweisen über die Schulter, an der Hüfte und an der Schutzausrüstung natürlich schon. Ne? Korrekt, und alles immer verstaubar. Genau. Finde ich auch grundsätzlich gut, wenn das variabel benutzbar ist. Man hat ja nicht immer die gleichen Szenarien. Die Ansprüche sind halt unterschiedlich, deswegen gibt es die Produkte eben auch in den verschiedenen Farben. Das heißt, wir haben sie immer in Schwarz, in Oliv und in Coyote, sodass es dann auch für die verschiedenen Kunden die verschiedenen Farben gibt. Jawohl. Okay. Genau. Wichtig, eine wichtige Funktionsweise der Tasche, neben dem, dass wir oben auch wieder das Panel haben. Das heißt, dieses Omega-Panel zieht sich bei uns durch. Wieder die gleiche Scherenhalterung, die Möglichkeit, andere Produkte drauf zu verstauen. Haben wir hier oben ein kleines Fach, wo ich Dokumentation, Tech-Karten, wie auch immer, verstauen kann. Aber das Wichtigste ist, wenn ich das Produkt am Bauch trage, möchte ich natürlich aus dem Produkt arbeiten. Und das ist eben das Besondere, wenn ich es am Mann trage, klappe ich es nach vorne auf der Deckel vom Körper weg und arbeite aus meinem Produkt raus, ohne dass ich das Deckelfach in irgendeiner Form fixieren muss. Macht Sinn, ja. Genau. Absolut. Und innen drin habe ich die komplette Modularität über Schlaufen, wo ich einfach sagen kann, wofür setze ich es ein, was ist mein Zweck dafür und kann es dann dementsprechend einsetzen. Das heißt, soweit ich das gesehen habe, sind an der Außenseite Schlaufen mit angebracht. Genau. Und am Innenteil? Am Innenteil, wir haben noch mal einen kleinen Steg in der Mitte. Da sind auch Schlaufen drin, sodass ich das auch noch mal fachlich unterteilen kann. Und links und rechts haben wir Netztaschen noch mal, wo ich Kleinigkeiten hintermachen kann. Mehr braucht man ehrlich gesagt auch nicht. Finde ich auch immer, das macht es nur komplizierter, umso mehr da drin mit ist. Korrekt. An der Seite macht es absolut Sinn. Ja. Cool.
Gute Idee. Danke. Dann schieben wir das mal wieder nach hinten Ja. und gucken uns gleich nochmal Genau. weiter um. Genau. Ich würde sagen, wir machen mit den iFax, mit den Pouches weiter. Ja. Das ist Schaut aus wie ein alter Bekannter eigentlich. korrekt, genau. Wir machen schon seit Jahren Pouches. Die sind auch weiterhin erhältlich für die Kunden, die bis jetzt bei uns kaufen. Die werden wir nicht aus dem Programm nehmen, wir werden sie überarbeiten. Hier sind wir beim Bereich von neuen Materialien. Deswegen haben wir die extra hier auf der Infostec dann das erste Mal ausgestellt. Und hier ist es eben auch so, dass ich das Produkt aufmache, habe eine klare Aufteilung, eine klare Fixierung der Produkte. Das ist relativ Standard, aber trotzdem ein Produkt, was man haben möchte, wenn man das Sortiment eben rund macht. Genau, und das ergänzt das, was ihr jetzt habt, das taktische Korrekt. Medizinproduktmaterial Korrekt. mit der entsprechenden Verpackung mit dazu, Korrekt. damit alles aus Weil- einer Hand kommt. Genau, weil wir eben auch Chest Seals, Emergency-Bandagen, Gausen, Tourniquets, das ist eben alles das, was wir jetzt auch anbieten, was die Kunden bei uns beziehen können. Und so haben wir eben das gesamte Portfolio jetzt rund. Neben den Medizinprodukten, die seit Jahren bei uns bewährt sind, bieten wir jetzt eben auch das taktische Material an. Dann haben wir da eine kleine Tasche, die... Wobei ich würde erst mit dem anderen iFac, dann haben wir das abgeschlossen. Okay, gerne. Nehmen wir die Weil- zweite iFac Genau, das dazu. ist die zweite iFac. Die wird eben quer getragen. Das heißt, je nachdem, wo ich sie am Mann trage, ich habe eventuell auf einer Seite, wurde ich getroffen, muss ich mit der anderen Seite ziehen. Das heißt, ich habe meine Außenhülle und dann gehe ich hin, ziehe mein iFac raus und kann dann Pullout daraus oder arbeiten. Blowout-Pouch, ne? Genau, richtig. Und habe dann auch wieder, und da sind wir wieder beim Thema, Und die Überraschung, unser Omega-Panel, was ich dann, Ja. genau, was ich dann vernünftig bestücken kann, so wie ich es brauche, und habe dann über die verschiedenen Loops oder die Einschubtaschen auch wieder die Möglichkeit zu sagen, was möchte ich wo verstauen. Und hier sieht man dann schon unser Chest-Seal, unsere Handschuhe, die ganzen Produkte, die wir eben anbieten, sodass wir dann dem Kunden auch die Möglichkeit bieten, komplette Verpackung, ein komplettes Produkt zu bekommen. Alles, was da drin ist, wird dann bei euch jetzt auch... Ja, Stück für Stück. Ne? Die Zu meisten bekommen Produkte sein. haben wir schon, aber alles wird zeitnah bei uns zu bekommen sein, korrekt. Okay. Zum Glück, ja. Und ich habe noch was gesehen. Ja. Bei dem Blowout-Pouch. Ja, Da haben wir außen diesen Klett noch mit dran. Das bedeutet, wenn ich das auf der Rückseite irgendwo mit angebracht habe, dann ziehe ich das auseinander und ich kann Ja. mir trotzdem das da auf die Rückseite wieder mit Korrekt. Klett erstmal festmachen Korrekt. und dann fasse ich hinten hin und mache den, Ja. den Verschluss Genau. noch mit zu und das ist wieder gesichert. korrekt. Ne? Genau, korrekt. Ich habe an der Seite hier auch ein Klett, dass ich das sauber verschließen kann. Das heißt, ich kann das auch alleine tragen, ohne dass mir die Sachen entgegenfallen, wenn ich schnell aus der Lage raus muss. Und dann kann ich es mir hinterher schnell hinten dran befestigen und bin dann wieder Genau, so einsatzbereit. so soll es auch sein. Ja. Genau, genau. Sehr schön. Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich hab die mische kleine mich nicht Tasche mehr ein. hier gesehen. Ich sehe schon den Einsatzzweck für mich direkt im zivilen Leben, also auch im Rettungsdienst. Ja. Dein Handschuh geht kaputt, wenn du den Rucksack aufgesetzt hast oder sowas. Du gehst zum Patienten, dann kannst Ja. du das an der Koppel mit dran haben. Genau. Habe ich das gleich richtig erkannt, hoffe ich. Ne? An der Koppel oder über Molle, genau, beide Funktionen sind da. Genau. Oder ich kann meinen Rucksack damit ergänzen, den ich im Zivilen vielleicht sogar im Fahrzeug Korrekt. mit transportiere als Also die- Notfallrucksack. Die Variabilität des Produktes ist wirklich, ob es militärisch ist, ob es Polizei ist, ob es zivil ist. Die Nachfragen sind da, die Leute sind begeistert, weil es einfach eine sehr simple Lösung ist. Eine Handvoll Handschuhe rein, ich kann die Handschuhe einzeln rausnehmen. Gerade im Bereich Bundespolizei, wenn die Jungs an den Bahnhöfen unterwegs sind, die brauchen viele Handschuhe. Genau. Die haben die irgendwo in ihren Ü-Ei-Packungen oder wo auch immer. Der Jetzt haben sie eine, Klassiker. Der jetzt haben, Klassiker jetzt mit haben dem sie eine Überraschungsei. professionelle Lösung. Filmdosen gibt es nicht mehr, das war Genau, früher ja, mal. das stimmt. Aber jetzt Der haben sie eine ist okay. professionelle Lösung, eine gut. schlanke, simple Lösung, eine günstige Lösung. Wird auch gerne genutzt im Bereich der Spezialeinheiten, die ihre IV-Sets da hinten reinmachen, weil die hatten dafür bis jetzt auch keine Lösung. Das heißt, sie machen hinten ihre IV-Sets drauf, rein, obendrauf Handschuhe, Produkt ist rund. Können Dann sie hast so alles in der Tasche drin. korrekt. quasi. Das heißt, ich habe IV und Handschuhe, ich habe 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auch eine gute Idee, ja. Ja. Nicht schlecht. Und Gürtelschlaufen sind extra noch mit dran und Molle zusätzlich. Korrekt, korrekt. Je Also nachdem, bin ich wo auch da ich's- funktional. Entweder Genau. am Gürtel direkt oder Genau, an weil das, an die, der Einsatzung. Einsatz-Variabilität ist so groß, haben wir es eben so behalten. Gefällt mir. Danke. Haben wir schon öfter gehört, zum Glück, die letzten Tage. Gut, dann haben wir noch was hier vorbereitet. Ich Genau. nehme das schon mal mit hoch. Ja. Du darfst erklären. Genau, unsere Tourniquet-Pouch, auch da sind wir wieder von der Variabilität, links, rechts, je nachdem, wo ich das Tourniquet-Pouch trage. Ich kann es ja vorne tragen, hinten, quer, hoch, habe ich die Möglichkeit, das eben von beiden Seiten zu öffnen. Je nachdem, welchen Arm ich noch zur Verfügung habe, wo Mit ich einen rechts Treffer oder mit habe links, genau. oder wo ich irgendwas trage und kann dann eben das Tourniquet einfach rausziehen seitlich. Brauche keine extra Konzeption, wo ich an der einen Seite weiterziehen muss oder wie auch immer, sondern Keine ich habe Lasche oder so. genau, ich habe direkten Zugriff, habe aber trotzdem den Schutz für das Produkt. Das ist ja wichtig, dass das Produkt nicht unter den Einflüssen leidet. Das heißt, ich komme schnell dran, aber wichtig auch
auch offen fällt es mir nicht raus. Das ist so konzipiert, dass das Produkt, das Tourniquet selber nicht rausfällt. Habe an den Seiten die Möglichkeit, einfach Stift reinmachen, Knicklicht, was auch immer ich reinmachen möchte. Genau. Aber der Stift ist ja beim Tourniquet das Entscheidende, damit ich die Das, was- Zeit draufschreiben kann. Das, was Sinn macht. Genau. Und dann kann man das eben machen. Auch hier sind wir wieder im Bereich Molle oder Schlaufen. Das waren die Produkte von der Firma HUM, die wir uns heute mal anschauen durften. Christian, vielen Dank, dass wir bei euch sein Ich durften. danke dir. War mir eine Immer. Ehre, hat mich gefreut. Immer wieder schön. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, dann schreibt uns gerne unten in die Kommentarfunktion mit rein. Wir beantworten das dann zusammen mit der Firma HUM. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einmal liken, Abo, Glocke klicken. Wir schauen uns ansonsten weiter noch um, was es auf der Infos-Sektion entdecken gibt und sind raus. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.